Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet Glauben Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. The title of the lecture is Hezekiah, King of Judah, the epigraphic evidence and the Bible. Also der Titel des Vortrags ist Hiskia, König von Juda, epigraphische Evidenz und die Bibel. According to the biblical tradition, Hezekiah was the son of and successor of Ahaz, king of Judah, the 13th king of Judah. Also gemäß der Bibel war Hiskia der 13. König von Juda und der Nachfolger und Sohn von Ahaz. He reigned 29 years, from 715 till 686 BC. Also er regierte, how long? From 715. Also von 715 bis 686 vor Christus, 29 years? Yes. 29 Jahre. During his time, the Assyrian king Sennacherib decided to invade Judah, and he did it, and he kept all the Judean cities, over 40 Judean cities. Genau, also in seiner Zeit kam der assyrische König Sanherib, um in Juda einzufallen. Und er hat über 40 Städte, ich meine es waren 46 Städte in Juda, befestigte Städte in Juda eingenommen. The biblical author writes that Hezekiah prepared himself and fortified Jerusalem against the invasion. Genau, also in der Bibel steht, dass Hiskia sich selbst vorbereitete und Jerusalem befestigt hat gegen diese Invasion von Sanherib. He also dug a tunnel, according to the Bible, to bring the waters of a spring into a pool in the city. Also Hiskia hat auch diesen Tunnel gegraben, um das Wasser von der Quelle, die außerhalb der Stadt lag, zu einem Teich zu führen. Der Tunnel ist ja relativ tief bekannt. But unexpectedly, Sennacherib didn't conquer Jerusalem, and he left back to his capital in Nineveh without taking the capital of Judah. Genau, also unerwarteterweise hat Sanherib die Stadt nicht eingenommen und ist unverrichteter Dinge wieder in seine Hauptstadt Ninive zurückgekehrt. But before he left back, he imposed a heavy duty on Hezekiah, and Hezekiah sent back to Nineveh heavy taxes in gold and silver. Genau, also bevor er Jerusalem verließ, hat er eine große Steuer Hiskia auferlegt, und Hiskia hat also dann in Gold und Silber das Ganze bezahlt und Sanherib nach Ninive bringen lassen. The question is, how reliable is the biblical story? Die Frage ist, wie glaubwürdig sind diese Darstellungen der Bibel? To answer those questions, we have to check the outside epigraphic sources. Also um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns den außerbiblischen, epigraphischen Quellen zuwenden. In the Bible, we see that Hezekiah was, in fact, in Jerusalem, closed like a bird in a cage. Thank you. Genau, also wir können dort lesen, dass Hiskia in Jerusalem eingeschlossen war wie ein Vogel in seinem Käfig. In dem Sanherib-Prisma steht das geschrieben. Okay, now I will talk to the audience. This is a map showing the Assyrian Empire between 900 and 607 BC. Their capital was
in Nineveh. Also das ist eine Karte des assyrischen Großreiches in der genannten Zeit und die Hauptstadt war in Nineveh. And this is Jerusalem. Und da ist Jerusalem. He had to travel from Nineveh to Jerusalem and to pass the Tigris and Euphrates and other obstacles to reach Jerusalem, which is in this period an extremely heavy way to do. Genau, also er musste diese ganze Strecke zurücklegen, musste dabei mehrere Hindernisse überwinden, unter anderem die beiden Flüsse Tigris und Euphrat. Und das war gerade in dieser Zeit und mit den Möglichkeiten eine unglaubliche Herausforderung. As you can see, the empire was spread from the Black Sea and the Caspian Sea in the north to the Mediterranean Sea in the west, and of course the Persian Gulf downstairs, and the Red Sea in the south. And they took even Egypt. Genau, also man sieht, dass die Ausdehnung vom Kaspischen und Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer und sogar bis zum Roten Meer geht und dass sie sogar Ägypten, also auch eine Großmacht, einnehmen konnten. Now he arrived in Judah in around 701 BC. Also er kam in Juda um 701 vor Christus an. Sorry. And now if you want to see Jerusalem on this map, this is the map of Judah. This is Jerusalem. If one has to find Jerusalem, go to the north of the Dead Sea, to the left, about 20 kilometers, is Jerusalem. Genau, also das ist eine Karte von Juda und wenn jemand Jerusalem finden möchte, muss er am nördlichen Ende des Toten Meeres 20 Kilometer nach links, also Richtung Westen gehen und dort liegt Jerusalem. And if you want to find Lachish, it's 45 degrees southwest from Jerusalem, about 40 kilometers. Genau, also Lachish sind etwa 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem in einem Winkel von 45 Grad auf der Karte. So Sennacherib arrived to Lachish first, and this is a bird view of the ancient tales. We can see the remains of the Iron Age fortification all around. These are the Iron Age fortifications which were found in the excavations. And we have here the entrance to the city with the gate and some probes, excavations to check the fortifications here. Genau, also das ist eine Luftansicht von Lachish, von Westen her. Und wir sehen die eisenzeitlichen Mauern, das ist dieser Mauerring, den er rundherum gezeigt hat. Und rechts dieser Weg, das ist der Aufgang zu der Toranlage. Und dann sieht man noch so ein paar Löcher. Das sind also Kanäle, die man in den Berg gräbt, um die Schichten bis an eine gewisse Tiefe archäologisch untersuchen zu können. The main feature found on the tell is this rectangular building, which was raised on a platform. It was probably a cultic place, or maybe the king's palace. We don't know exactly, or maybe both. Genau, das wichtigste Gebäude befindet sich genau in der Mitte, ein rechteckiges Gebäude auf einer Plattform, etwas erhöht. Und es war entweder ein kultischer Ort oder eben auch eine Art Palast für den König, wenn er dann vor Ort war oder so eine Statthalters. Another view of the tell is the place where today, if you are going to visit Lachish, this is the way you are going up on this ramp. And this is the half reconstructed gate of Lachish. Genau, also wenn man heute Lachish besuchen möchte, dann muss man diesen Weg hochgehen. Da hinten ist das halb konstruierte Tor von Lachish. Inzwischen ist das schon weiter konstruiert. Some of the fortification from the Iron Age, and I'm talking about 700 BC, are seen here. Genau, also diese Steine, die man dort sieht, gehören zu den Befestigungen aus der Zeit aus der Eisenzeit. Das ist die Zeit Hiskias.
um 700 vor Christus. The most important feature which one can see when is approaching the tell is this ramp. What happened to this? Also das wichtigste Merkmal, das man sehen kann, wenn man ankommt, ist eine Rampe, die besteht aus diesen Steinen auf der rechten Seite. You don't see it. No. Where it is? Ah, okay. This ramp here is the ramp built by the Assyrians in order to bring their machines up against the walls. And it's still visible. It's made of small stones with a lot of earth, which is different of what you see around. Also diese Rampe, die man hier sieht, die ist von den Assyrern gebaut worden, also von Sanherib. Und sie besteht aus vielen kleinen Steinen mit Erde zusammen, um dort die schweren Waffen, mit denen man also durch die Mauern brechen wollte, hinaufzuschaffen. Now let's see what the biblical tradition says to us. The kings, the Isaiah and Chronicles are talking about the king of Assyria, which marched against the fortified cities of Judah. Kings and Isaiah are identical. So it is a story, it is a narrative, or it is historical fact. Genau, also diese drei Bibelbücher berichten von dem Kriegszug Sanheribs gegen Hiskia. Zweite Könige und Jesaja sind praktisch fast identisch von der Beschreibung. Und die Frage ist jetzt, ist es eine reine Erfindung? Ist es ein Narrativ, das heißt mit historischem Kern, aber etwas ausgemalt, oder ist es tatsächlich richtiger Fakt? In other sources in the Bible, the same books, we see that the Assyrians are talking to the king, to Hezekiah, and they are asking Hezekiah why you are trusting this Egyptian power, which is in fact a splintered reed of staff. What it means, Mishenet Kaneh Ratzutz. Also die Gesandten des Königs Sanherib sprechen zu Hiskia und sie fragen ihn, warum vertraust du auf diesen König Ägyptens, der also ein zerbrochener Rohrstab ist, also mit Splittern, die sich einem in die Hand bohren, wenn man sich darauf stützt. Das ist das Bild. Another information we have from the Bible is this one, that the king of Assyria sent his officers from Lachish to Jerusalem. And that's also we can find in 3 books. Genau, also eine weitere Information ist, dass Sanherib seine Offiziere von Lachish nach Jerusalem geschickt hat. Das heißt, er war in Lachish zu diesem Zeitpunkt. So again, is the question, is this a historical fact or it's only a story, a narrative? Genau, die Frage ist also wieder, ist es hier ein geschichtlicher Fakt oder ist es einfach eine Geschichte, ein Narrativ? We have another source in the Bible which is talking about the end of the siege, in which Assyria imposed upon King Hezekiah of Judah a payment of 300 talents of silver and 30 talents of gold. Genau, also wir haben diese Aussage, die in dem Fall nur in 2. Könige vorkommt, wo am Ende dieser ganzen Aktion Hiskia eine Zahlung auferlegt wird von 300 Talenten Silber und 30 Talenten Gold. What we see here that 2 Kings are telling us this information, but Isaiah and Chronicles, 2 Chronicles is silent about that. Genau, in diesem Fall ist interessant, dass tatsächlich 2 Quellen, Jesaja und 2. Chronik, über diese Zahlung schweigen. Which we can learn from that both Isaiah and 2 Chronicles, they took their information from the 2 Kings. Daraus können wir schließen, dass Jesaja und Chroniker ihre Informationen von 2. Könige entnommen haben. What kind of epigraphic evidence we have
outside of the Bible about the events. Also welche Art von epigraphischen Hinweisen haben wir von außerhalb der Bibel über diese Ereignisse? First of all, we have the annals of Sennacherib. Also wir haben die Annalen des Sanherib auf diesen Prismen. There are several copies of the same annals in different places today, and they were placed in ancient time in different cities to show the deeds of the king. Genau, es gibt also mehrere Kopien desselben Textes, die damals, in der damaligen Zeit, in verschiedenen Städten aufgestellt wurden, um die Taten des Königs dort allen bekannt zu machen. They were in libraries which he had in ancient times in different places. Also sie waren in Büchereien aufgestellt, die er an verschiedenen Orten betrieben hat. What we find here in the text, the main things are that Sennacherib came and took 46 strongholds, which are cities, and many others around it. And he's talking about how many people he managed to capture or kill, which looks very exaggerated, but it's possible. And he's talking about Hezekiah. I made prisoner in Jerusalem his royal residence like a bird in a cage. Genau, also er hat Sanherib berichtet, dass er 46 befestigte Städte eingenommen hat, mit unzähligen Dörfern rundherum. Er berichtet auch eine Zahl von Gefangenen, 200.150 Gefangene. Das scheint sehr übertrieben zu sein, ist aber durchaus noch im Rahmen des Möglichen, also kann auch realistisch sein. Und hier schreibt er das, was eben schon erwähnt wurde, dass er Hiskia wie einen Vogel in seinem Käfig in Jerusalem eingeschlossen hat. He has a very poetic language, beautiful language. If you read this, I added to the previous annual tax a tribute suited to my lordship and impose it on them. Now the fear of my lordship's splendor overwhelmed Hezekiah, and the warrior and select troops he had brought into the strength in the city did not fight even because of his splendor. But between all those languages which are poetic, we have historical facts. Also dieser Text ist relativ poetisch und sehr literarisch hochwertig geschrieben. Und wir lesen da, ich habe also zu den jährlichen Steuern, die sie sowieso zahlen mussten, ihnen zusätzlich einen Tribut auferlegt, das meiner Herrlichkeit, meiner Herrschaftlichkeit entspricht, und habe es ihnen auferlegt. Nun fürchten sie sich vor meinem herrschaftlichen Glanz. Hiskia und seine Krieger wurden eben davon überwältigt. Und auch die Auserwählten, also Spezialeinheiten, die er in die königliche Stadt Jerusalem gebracht hat, haben nicht gekämpft, weil sie so voller Furcht waren. Das ist also sehr übertrieben und sehr auf ihn gemünzt. Aber in diesem ganzen poetischen Stil stecken sehr viele historische Fakten. What we see here, in fact, is that the epigraphic material of Hezekiah, of Sennacherib, is exactly the same like in the biblical stories. So we have, in fact, a historical fact in the Bible. Genau, also wir sehen, dass die historischen Informationen in den Texten Sanheribs exakt dieselben sind wie in den biblischen Texten, und das bedeutet, dass wir es hier mit historischen Fakten zu tun haben, auch in der Bibel. In addition to the epigraphic material, we have Sanherib decorated his palace with reliefs in which are described the victories in Juda. Also zusätzlich zu der epigraphischen Evidenz, epigraphisch bedeutet immer das, was inschriftlich vorhanden ist als Text, haben wir auch diese Reliefs aus dem Südpalast Sanheribs in Ninive, wo er eben die Einnahme Lachischs darstellt, sehr detailliert. Those reliefs regarding Lachish are in the British Museum now, and this picture I took a week ago, especially for this event.
Also diese Reliefs, die die Einnahme nach Riech zeigen, sind jetzt im British Museum in London und dieses Foto hat er vor einer Woche speziell für diesen Vortrag dort geschossen. Another feature which we find is this monster, which has also an inscription, and it says, the inscription reads, I laid my yoke on Hezekiah the king. Also diese sogenannten Stierkolosse, die an den Palästen der assyrischen Könige standen, sind mit Inschriften versehen und auf diesem speziellen Stierkoloss steht unter anderem, schreibt Sanherib, ich habe mein Joch auf Hiskia, den König, gelegt. His palace was large, very large, and he had many rooms, and in each entrance he had this kind of bullman. Also sein Palast war riesengroß, er hatte unglaublich viele Räume. Unter jedem Eingang hatte er rechts und links jeweils diese Stierkolosse stehen. Another two are displayed in the Louvre in Paris, and as you can see, also mentions Hezekiah. Genau, also diese Stierkolosse sind jetzt aus dem Louvre in Paris und auch hier wird Hiskia erwähnt. Ich habe die große Region Judas unterworfen. Sein König Hiskia, einen stolzen Rebellen, habe ich dazu gebracht, sich meinen Füßen zu unterwerfen. Now, if we are enter in that room, we see different panels. In this section shows here, there is a story starting from the left to right. The ramps built by the Assyrians, which we saw it in Lachish. We see that the time in which they built those ramps, the Jews are throwing blocks and everything they had on the builders. After, it's like a movie, segments. The second one, it's here. We see already that the ramp is standing and the siege machines are already trying to break the tower. On the back you have the infantry which are going after them. The Jews from the top, they are throwing, you see what are those here? Torches with fire in order to take this wooden beam and to destroy it. But the Assyrians were ready for this because they have this large spoon and they're throwing water on it. From the top, they are still throwing blocks and wheels and everything they had on the head of the Assyrians. In this time, some people are running away from the city. Another sequence we see that on the ramp, we have only soldiers now. That means, I'm talking too much. I will explain. Okay. Here we can see already that the soldiers are going up and the machine is not here. That means it was probably, the fortification was probably broken. Okay, also auf diesem Bild sind verschiedene Sequenzen zu sehen, wie in einem Film. Also auf einem Filmstreifen, wo jedes Bild die Entwicklungsstufe zeigt, von links nach rechts. Es gibt nur eine Rampe, also die Rampe teilt sozusagen irgendwie auch ein bisschen die Bilder ein. Ganz links das Bild, da sieht man, wie die Rampe noch gebaut wird. Sie erreicht die Stadt noch nicht. Dort werden Steine und Fackeln und alles Mögliche herabgeworfen. Also es war nicht so einfach für die Assyrer, diese Rampe zu bauen. In dem zweiten Bild sieht man dann diesen gepanzerten Wagen, der die Mauer brechen soll, mit assyrischen Bogenschützen dahinter. Die Rampe geht jetzt bis an die Stadtmauern. Von oben werden weiter Steine, sogar ein Rad, Fackeln geworfen. Die Fackeln brennen, aber die Assyrer sind vorbereitet und haben diese Wasserkonstruktion, die man dort sehen kann, in einer Löffelform, womit sie praktisch ihre Fahrzeuge anfeuchten, damit die nicht brennen können. Wir sehen israelische Bogenschützen oben auf dieser Mauer, die auch nochmal mit Schilden geschützt ist. Dann sehen wir im nächsten Bild, wie unten die Stadt schon von Flüchtlingen verlassen wird. Also man merkt jetzt schon, die Stadt wird langsam aufgegeben.
Interessant ist auch die Darstellung, die sehen alles aus als die Assyrer. Das ist eine bildliche Darstellung der Israeliten. Und dann kommt diese letzte Rampe, wo man dann tatsächlich nicht mehr diesen mauerbrechenden Panzerwagen sieht, sondern schon die Kämpfer. Und das lässt darauf schließen, dass die Mauer bereits durchbrochen ist und die Soldaten sinnvollerweise jetzt durch die Mauer in die Stadt eindringen können. Another section, we see the captives impaled on wooden poles, while the archers are still fighting. That means the fight goes on, but they are prisoners and they are killing them. Genau, also auf diesem Bild sieht man, dass die Schlacht weitergeht. Rechts, also im nächsten Bild sozusagen, sieht man immer noch assyrische Bogenschützen mit diesen spitzen Hütchen. Man sieht aber schon, dass es Gefangene gibt, die hingerichtet werden, also in diesem Fall Gefäße. Also man schließt sie auf diese Pfähle auf, gleichzeitig während Schlachtverlauf. In this section, we see how after the victory of the Assyrians, the Jews are led into exile, into Assyrian, by the Assyrian soldiers. On the upper section, you see the families, they took all their belongings. That means exile and not moving or running away. Genau, also hier sieht man jetzt nach dem Sieg über die Stadt, wie die Menschen ins Exil geführt werden. Man sieht, dass sie auf dem Wagen all ihr Hab und Gut gepackt haben. Sie rennen also nicht kopflos davon, sondern sie werden tatsächlich deportiert. Und ja, man sieht eben, wie sie gefangen davon geführt werden. Another section, this is for Martin. The Jews are living at the lower section. You see, they have a camel loaded with things, with storage jars, and the families in carts. They are going peacefully to exile. Also, ja. Also dieser Abschnitt ist jetzt speziell für Martin, der gestern über die Kamele gesprochen hat. Hier gehen sie also mit einem Kamel ins Exil, auch wieder voll bepackt, aber sie gehen eben friedlich ins Exil. On the upper section, we see that the Assyrians are carrying the spoil, weapons, carts, cultic objects, incense burners. On the right, we have the incense burners for the cultic places. Also in der oberen Sektion sehen wir, wie die Assyrer ihre Beute davon schleppen, Waffen, wertvolle Gegenstände und unter anderem eben auch Räucherschalen, also für These are the weapons. Das sind die Waffen. These are the shields. Das sind die Schilder. Arrow, the Speere. The spears, and they have a staff here. So these are also the Assyrians peacefully takes the booty from Lachish. Das sind also die Assyrer, die auch im Frieden sozusagen die Sachen wegschaffen. Jetzt wird nicht mehr gekämpft. And the king himself was sitting outside of the city, and he's sitting on a throne as the ruler of Lachish is standing before him, and the citizens bow down to him. As we can see, we have an inscription here which says exactly the same. Genau, also der König Sanherib selbst sitzt außerhalb der Stadt in sicherem Abstand. Und jetzt nach dem Sieg über Lachish kommt der Statthalter von Lachish zu dem König. Das ist die Person, die direkt davor steht. Man erkennt die Assyrer meistens an den spitzen Helmen und die Judäer eher an den normalen Kopfformen. Und weiter dahinter sitzen Bürger der Stadt, die ihre Knie vor Sanherib beugen. Und darüber gibt es eine Inschrift in Keilschrift, die besagt, dass was unten drunter steht. König Sanherib sitzt auf seinem Thron als Herrscher von Lachish, als der Herrscher von Lachish vor ihm steht und die Bürger ihre Knie vor ihm beugen. Here we see a better picture of the king, which in one time somebody damaged his face. But all the Assyrians look alike. If you check this Assyrian, and this Assyrian, and this one, no, this is Jew, they all look alike.
You can see here all the Assyrians are the same. I tried to check and to see if there are differences in faces, and I saw that are all represented the same. Genau, also man kann sehen, also zuerst mal das Gesicht von Sanherib ist irgendwann zerstört worden. Das gibt es häufiger im Nachhinein. Und die Darstellung der Assyrer ist sozusagen schematisch. Also er hat versucht zu sehen, ob in den Gesichtern unterschiedliche Merkmale zu sehen sind. Aber sie werden nicht individuell dargestellt, sondern schematisch. Sie sehen alle exakt gleich aus, vielleicht abgesehen von Kleidungsunterschieden oder so aufgrund der Funktion. So we have epigraphy, we have bas-reliefs, which and the biblical story, and we have also artifacts found in the excavation in Lachish. Here we see sling bullets, which were used probably by both sides in the fight. We see here iron. This is a blinker for a horse. This is iron arrowheads, and very interestingly, what we found there are arrowheads from bone, made of bone, which I suppose is coming from the tail down. They finished the arrows, so they made arrows of bones. And this is also in the British Museum. Also wir haben Inschriften, wir haben dieses Relief und wir haben auch Originalartefakte, die in Lachish gefunden wurden. Dazu gehören diese Schleudersteine, die hier liegen, die wohl von beiden Seiten verwendet werden konnten. Dann haben wir auch Eisengegenstände unten, diesen verrosteten Gegenstand. Wir haben Speer- und Pfeilspitzen, Pfeilspitzen unten rechts, die sind sehr klein, die Speerspitzen liegen oben. Und wir haben sogar Speerspitzen aus Knochen, was bedeutet, dass man in Lachish irgendwann keine Waffen mehr hatte. Man hatte alles ausgeschossen und hat dann aus den Tieren, die dort waren, also aus Knochen, die einfach vorhanden waren, hat man dann Waffen gebaut, um weiterkämpfen zu können. This is also only a small selection of the finds from Lachish. Das ist also nur eine kleine Auswahl aller Funde. The finds are abundant. So this is a archaeological evidence for the story, which is related in the three sources. That's the fourth source. Interestingly enough, a seal found not in Lachish but in Jerusalem shows a seal of a guy called Hagav. Hagav is a Jewish name, and this guy had a seal. And in this seal we see an exact parallel of what we saw in the Assyrian reliefs. You see his cap is the same, the quiver of the arrows, the short kilt, the muscular legs. From all the excavation in Lachish, we didn't find something similar. But this is a seal found in Jerusalem, and it's very interesting that in Jerusalem was somebody who probably was a soldier or maybe an officer who had this kind of seals imitating an Assyrian soldier. Also das ist ein sehr interessanter Fund. Das ist ein Siegel, das in Jerusalem gefunden wurde, nicht in Lachish. Und der darauf dargestellte Bogenschütze entspricht also in allen Details in Darstellung der Assyrer auf dem Lachish-Relief. Deswegen ist es wichtig, dass sie schematisch dargestellt wurden, denn diese Schematik findet sich eben hier wieder. Der Name Hagav ist allerdings ein hebräischer Name, also es handelt sich nicht um einen assyrischen Besitzer, sondern es muss sich um einen jüdischen Offizier in Jerusalem gehandelt haben, der diesen assyrischen Stil nachempfunden hat auf seinem Siegel. Hagav, the name of this guy, means locust. Also Hagav bedeutet Heuschrecke, habe ich das richtig? Ja, also Heuschrecke. Till up to now, I presented the evidence from the Assyrian point of view, and I will finish this
section before we're going to Jerusalem with an anecdote. One day, one of my students came to me and showed me this. He made a tattoo on his back of the Assyrian siege. Okay, we are now in Jerusalem. Also, jetzt ist sozusagen der Vortrag über die Perspektive der Assyrer beendet. Und diese kleine Anekdote hat gezeigt, dass einer der Studenten kam zu ihm und hat ihm das Tattoo gezeigt. Und er hat sich jetzt tatsächlich diese Belagerung der Assyrer auf dem Rücken tätowieren lassen. Now we are in Jerusalem. This is the Shem Gate. Aita Shem? You were there, okay. Why it's called the Gate of Shechem? Because from this part you are going to Shechem. You have also a Jaffa Gate. From there you go to Jaffa. That's why they are called after the names of the cities. Also das ist das Damaskus-Tor, das auf Hebräisch Sichem-Tor heißt, wenn man von dort nach Norden Richtung Sichem geht. Und entsprechend gibt es auch andere Tore wie das Jaffa-Tor, das dann entsprechend nach Westen Richtung Jaffa zeigt. This is not an ancient wall, it's a wall made by the Mamluks, not by Ottomans. Genau, also das ist eine Mauer, die von den Osmanen gebaut wurde, grobe Richtung so 14. bis 15. Jahrhundert und keine antike Mauer. Now let's see what the Bible has to say us about Hezekiah and Sanherib. The most important is that Hezekiah consulted with his officers, which is unusual. Hezekiah has to give orders, not to consult. About stopping the flow of the spring outside the city. The spring of the water of Jerusalem was outside of the walls. So they had to do something to bring in the waters in order to prevent the Assyrians to come and find water. Genau, also in diesem Text berät sich Hiskia mit seinen Offizieren, was eigentlich unüblich ist. Normal soll ein König Befehle geben und sich nicht beraten. Und zwar geht es darum, die Quelle, die Gehören-Quelle zu stoppen, zumindest außerhalb der Stadt. Also die Quelle war außerhalb der Stadtmauern und Belagerer hätten die Quelle für sich nehmen können und die in der Stadt wäre nicht mehr an die Quelle rangekommen und es geht darum, diese Quelle also zu verschließen und das Wasser für die Stadt selbst nutzbar zu machen. In 2 Kings we also find that the rest of the acts of Hezekiah and all he big things which he did, and how he made the pool and the aqueduct, and he brought the water into the city. Genau, also jetzt sind wir wieder am anderen Buch, wir waren bei 2. Chronik, in 2. Könige, im Parallelbericht wird auch erwähnt, wie er einen Teich angelegt hat, ein Aquädukt, also den Tunnel, der das Wasser führt sozusagen, und wie er das Wasser tatsächlich in die Stadt hineingebracht hat. And this source also is talking about the source of the kings of Judah. The Chronicles of King of Judah, a book which we don't have anymore. Genau, das Ganze es gibt ja eine Quellenangabe. Wir sehen also, dass hier Quellen zugrunde gelegt wurden im biblischen Text. Und zwar die Chroniken der Könige von Juda, ein Buch, das uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Now, what kind of proof we can look for in order to validate this information? We can look for ancient inscriptions. We can look for the aqueduct, right? What kind of finds, archaeological finds, we can hope to find? So we go to the archaeology and we find this. Moment, also wir können jetzt 3 Dinge tun, um zu gucken, ob wir das Ganze bestätigen können, diese Berichte der Bibel. Das eine ist, wir suchen nach Epigraphie, also nach Inschriften, oder wir suchen nach dem Aquädukt selbst, oder wir suchen eben auch nach archäologischen Funden, das heißt Resten von Bauten und so weiter. So we actually found
this aqueduct. This is the entrance in one side. This is the aqueduct. We can still see the waters running. And this is the end, where is the pool. Genau, also wir haben im Felsen in der Davidsstadt gibt es sowohl die Quelle als auch das Aquädukt dazu, durch das man gehen kann, den Hiskia-Tunnel, wo das Wasser immer noch entlang fließt. Und am Ende liegt dann der Pool, wo das Wasser hineinfließt. So in the Bible, they are talking about a pool and an aqueduct and the work in 701 BC by Hezekiah, and we actually find it. Also wir lesen in der Bibel von dem Bau dieser ganzen Anlage um 701 vor Christus und wir haben es tatsächlich gefunden. What is missing here? Was fehlt hier? Epigraphic evidence. Epigraphische Evidenz. So then we are continuing to this. Also wir gehen weiter zu dieser Inschrift. This is a inscription which was found in the tunnel. Diese Inschrift wurde in dem Tunnel gefunden. And this inscription is very interesting. First of all, it's beautiful calligraphy of the 7th century BC, made by somebody who knew how to write, who knew how to hew the letters, and he had a very high language. Also diese Inschrift ist extrem wichtig. Sie ist aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Die Schrift ist außergewöhnlich schön. Der Schreiber wusste, wie man die Buchstaben zu schreiben hat. Er wusste, wie man sie auch korrekt in den Stein haut. Und auch sprachlich gesehen ist es auf einem ganz hohen Niveau, dieser Text. Und wo ist das jetzt? Im Tunnel. Also, nein, das wurde herausgeholt und ist jetzt in Istanbul im Museum und eine Kopie ist im Israel-Museum in Jerusalem. Ja, und das ist gefunden im Tunnel. Im Tunnel wurde das gefunden, genau, kurz vor dem Ausgang. It was found in the tunnel. What the inscription says, I can say it in Hebrew or you want it in English? Read it for them. I can translate it. Okay. Also was die Inschrift aussagt, steht hier auf Englisch. Ich versuche das mal zu übersetzen. Der Tunnel, und das ist die Darstellung des Tunnelbaus, als irgendwas, ihr seht, dass da immer Lücken sind, also fehlt dann etwas Text. Da schlugen die Pickel einer gegen den anderen und es waren nur noch 3 Ellen, sich durch den Stein zu schneiden. Als die Männer das Rufen von der anderen Seite hörten, also die haben durch 3 Ellen Stein sich gegenseitig rufen gehört. Dort war ein Riss in dem Felsen und auf der rechten und linken Seite und an dem Tag, an dem die Arbeiter, die sich dort durchgruben, einander trafen, Hacke gegen Hacke, und dann flossen die Wasser von der Quelle zu dem Pool 1200 Ellen weit, das sind ungefähr 600 Meter. Und 100 Ellen war die Höhe des Steins über dem Kopf der Arbeiter. Also etwa 50 Meter unter dem Felsen. You can see that it was written by somebody who didn't name himself. Es wurde von jemandem geschrieben, der sich selbst nicht beim Namen nannte. What we have in this, we have the tunnel, and this is the account of the tunnel. That means it doesn't say, I am Hezekiah, king of Judah, and I did that, like it's normal. Genau, also das ist die Beschreibung des Tunnels und diese Beschreibung sagt nicht aus, ich bin Hiskia, der König von Juda, und ich habe diesen Tunnel gebaut. We have the length, it's 480 meters. It's not a small achievement to hew in rock 500
meter with the tools they have in those days, and it was very deep. Genau, also es sind 480 Meter die Länge und es ist eine ziemliche Herausforderung, so etwas in einen Felsen zu hauen mit Kurven. Bin vor kurzem da durchgegangen und dann auch noch so tief unter der Erde, aber sie haben das geschafft. And the inscription also say that there were two teams which were hewing from both sides and met in the middle. Also die Inschrift besagt auch, dass es zwei Teams gab, die von zwei Seiten gearbeitet haben und die es tatsächlich geschafft haben, in dem Stein unten sich irgendwann in der Mitte zu treffen. So this is reached by the fact that in the rock was a crack. Genau, das wurde dadurch ermöglicht, dass in dem Fels selbst ein Riss war, den man entsprechend nutzen konnte. Because it was a crack in the rock, they can hew together and to find each other. Genau, wenn sie diesem Riss gefolgt sind von zwei Seiten, dann konnten sie aufeinander zuhauen und sich gegenseitig erreichen. And what it says in the inscription is what is the reason of this work. To bring the water from outside inside the city. Genau, und in dieser Inschrift steht, was der Grund für den Bau dieses Aquäduktes ist, nämlich das Wasser von außerhalb der Stadt in die Stadt hineinzubringen. So we don't have the name of those who made it. Wir haben also nicht den Namen derjenigen, die den Tunnel gebaut haben und die Inschrift geschrieben haben. And the inscription was placed in the tunnel, in the darkness, nobody saw it, and nobody knew about it. Also die Inschrift wurde sogar im Tunnel angebracht, im Dunkeln. Niemand konnte es sehen und niemand hat davon gewusst. This is also the reason why the inscription was discovered only in 1838 by Robinson. Das ist auch der Grund, warum Robinson in 1838 die Inschrift überhaupt erst gefunden hat. So, who placed this inscription? Wer hat also diese Inschrift dort angebracht? Not the king, because nobody can see it, and he's not named there. Also es war nicht der König, denn niemand kann es sehen und er wird dort auch nicht genannt. Das wäre für das Prestige nicht sinnvoll gewesen. It must be the workers, Es müssen die Arbeiter gewesen sein. because they say what they achieved. Denn sie haben gesagt, was sie erreicht haben. But the workers cannot place such an inscription outside for everybody to see and the king. Also die Arbeiter können eigentlich solch eine Inschrift dort gar nicht platzieren. They had to hide it. Sie mussten es verstecken. So that's why it was found inside. But this information, this epigraphic information, and the aqueduct itself, which is an archaeological find, goes very well with the biblical narrative, and in fact prove the historicity of the biblical narrative. Ja, also ich habe es eben nicht ganz klar ausgedrückt. Die Arbeiter konnten die Inschrift nicht außen anbringen, weil es sonst Ärger mit dem König gegeben hätte, auf eigene Faust. Deswegen mussten sie verstecken. Aber diese Inschrift beweist sozusagen, dass die historischen Fakten in dem biblischen Bericht auch hier wieder korrekt sind. So we see that the validity of the biblical story is found in the Assyrians, at the local places in Jerusalem and in Lachish. So there is no doubt at all that the story of the King Hezekiah in the Bible is valid. Nobody can shake it. And it's probably shadowed to other stories, because the other stories has to be also valid if this is such a valid story. Also das Ganze zeigt, dass die Geschichte in der Bibel valide, also glaubwürdig ist. Und vor allem die von Hiskia wird ja sowohl von assyrischer Seite als auch von lokalen Funden in Israel, in Jerusalem selbst bestätigt. Und das bedeutet aber darüber hinaus, da die gesamte Geschichte von Hiskia ja in einen größeren Kontext eingebunden ist, dass auch die Glaubwürdigkeit dieses Kontextes automatisch ein Stück weit mitgenommen wird, auch wenn man im Kontext nicht alles so differenziert bisher gefunden hat. And finally,
if one wants to visit this inscription, has to go to Turkey, to Istanbul, and the inscription is very small, as you can see, that I took about 20 years ago, and you cannot go in to see it because it's in the second floor, and you have to give a bakshish of 20 something, and then they let me to go up and to see it. Also wer die Originalinschrift sehen will, muss nach Istanbul gehen. Das war ja damals praktisch die Hauptstadt der Osmanen, als die Inschrift gefunden wurde. Und die Inschrift ist nicht so einfach erreichbar, die jetzt im zweiten Stockwerk. Und wer es sehen will, muss einen bakshish geben, damit das Personal ihn dorthin lässt und man sich die angucken kann. If you are there already, there's another archaeological find, which you can see, it's near it. It's the calendar from Gezer, if somebody knows what is it. It's a place in Israel which is a tell, named Gezer, and there they found a tablet in ancient Hebrew of the 10th century BC, with an inscription talking about walking by Agricultural. Yes, cultural things. Also direkt in der Nähe dieser Inschrift in Istanbul ist auch der sogenannte Gezer-Kalender, den man in Israel gefunden hat und auf dem die Monate des Jahres aufgezeichnet sind, immer anhand der landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die in diesen Monaten durchgeführt werden. Also eine Art landwirtschaftlicher Kalender. Thank you for this stage of the first one. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal kurz drüber nachzudenken. Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, über das Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.